Millefleur, ein Teppich, der seit 554 Jahren magisch anzieht und fasziniert. Andrea Lehmann ließ sich inspirieren und plante, ihre neue Interpretation an der Museumsnacht Bern zu zeigen. Um ihre Installation auszukosten, sind historische Kenntnisse zur Originaltapisserie fast ein Muss. Also Zeit für eine Geschichtslektion in kleinen Häppchen. Inmitten der Burgunderkriege rücken die Schweizer 1475 über die Waadt nach Savoyen vor. Es kommt zur Schlacht, welche schlecht ausgeht. Für Savoyen. Der verbündete Herzog von Burgund, alias Karl der Kühne, ist über die Nachricht erzürnt, als ob jemand an seiner Lanze sägt. Wenig später trifft sich Karl mit Kaiser Friedrich III. Es gibt Differenzen zu begleichen. Obendrein beschließen sie die Heirat von Karls Tochter und Friedrichs Söhnchen. Jetzt hat Karl den Rücken frei und zieht mit seiner Armee und all seinen Reichtümern über den offenen Jura Richtung Bern. Den dortigen Rädelsführer will er die Expansionsgelüste gehörig austreiben. Bei Grandson stößt er auf eine Garnison von 800 Mann und heftigen Widerstand. Nach 10 Tagen Belagerung und Artilleriebeschuss sind diese kapitulationsbereit. Karl verspricht großzügig freien Abzug. Als Abschreckung an die Adresse von Bern lässt er aber die Männer ergreifen, aufknüpfen und ersäufen. Jetzt erst recht und voller Zorn mobilisieren sich die Eidgenossen mit ihren Verbündeten. Am Morgen des 2. März 1476 greifen Späher ein vorgeschobenes Burgunderlager an und lösen dadurch die Schlacht aus. Als die Burgunderkavallerie die Eidgenossen angreift, formen sich diese zu einem Viereck, abgegrenzt von 2 Reihen Soldaten mit 6 Meter langen Lanzen, die denjenigen der Gegner überlegen sind. Nach 3 Stunden erfolglosem Kampf macht Karl der Kühne einen Fehler. Er lässt seine Truppen zurücknehmen, um die Schweizer in die Ebene zu locken. Doch die Burgunder verstehen ihn falsch und glauben an einen Rückzug. Gleichzeitig erreicht die Nachhut der Eidgenossen das Feld und greift mit Getöse in den Kampf ein. Das wilde, ungeheuerliche Gebrüll löst bei den Burgundern ein solches Grauen aus, dass sie panisch die Flucht ergreifen. Im verlassenen Burgunderlager machen die Schweizer reiche Beute. Erlesene Stoffe, Edelsteine, Kunst, Waffen und 400 Geschütze. Sie entdecken auch den von Jean de Haas 1466 fabrizierten Wandteppich mit den 1000 Blüten. Donnerwetter, ein bisschen gross als Bettvorleger. Hey Fredo, hilf mir heute ein bisschen abzuhauen. Als ich zuerst mal vor diesem 1000-Blumenteppich standen, sind mir Bilder von Blumenwänden mit frischen Blumen in den Sinn gekommen. Schnell ist mir klar geworden, dass bei dieser Grösse die Wasserversorgung und die nötigen Frischblumen einen riesigen Aufwand darstellen werden. Trotzdem hat mir die Idee während 10 Jahren nicht mehr losgelassen. Als das Historische Museum Bern mit der Museumsnacht 2020 das Thema Homo migrans, der wandernde Mensch, in den Fokus hat gerückt, ist mein Interesse von neuem geweckt worden. Das Museum hat die Idee begrüßt, eine neue Interpretation vom Teppich mit dem Publikum zusammen an diesem Abend aufzubauen. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen habe ich den Teppich an der Museumsnacht aus trockenen Blumen geplant. Auch zeitlich konnte ich so besser mit den erforderlichen Mengen umgehen. Wir sind global vernetzt. Wer es sich leisten kann, reist in ein fernes Land, für die wunderbare Natur anzuschauen. Oder wir lassen uns Blumen und Pflanzen aus allen Erdteilen heimliefern. Ungeliebte Stichworte dazu: Flugmeilen, Produktion, Verpackung, Transport, Lagerung, Verarbeitung, Entsorgung. Blumen blühen im Frühling und vermitteln positive Energie. Darum sind sie das ganze Jahr durch gefragt. Andererseits ist Nachhaltigkeit, Biodiversität und einheimische saisonale Frischprodukte ein riesiges Thema. Das ist ein Widerspruch. Blüten sind flüchtig und kostbar. Frische Blumen im Winter sind Mangelware und dementsprechend ein Luxus. Mit diesem Teppich hat der Karl der Kühne das Symbol von seiner Macht zu jeder Jahreszeit bei sich gehabt.
Ein Paradies ohne Anfang und Ende unter der Herrschaft von Burgund. Schon beim ersten Museumsbesuch ist mir bewusst worden, dass die eingewobenen Blumen nicht zur gleichen Zeit blühen können. Da stellt sich die Frage, woher das Wissen ist gekommen. Schon dann sind Feldherren, Händler und Abenteurer quer durch Europa gezogen. Sie haben fremde Güter und Kulturen mitgebracht, die sich bei uns integriert haben. Man geht davon aus, dass die Vorlage für einen Teppich ein italienisches Herbarium war, also eine Sammlung von Blumen, die man zwischen Fliessblätter und Bretter gepresst hat. Anfang November bis im März habe ich mit dem Sammeln und Trocknen von unverkauften und aufgeblühten Blumen angefangen. Die Berner Blumenbörse und Blumenmarsen haben mich grosszügig unterstützt. Durch das Teeren konnte ich die Vielfalt erhalten. Zum Einstimmen für die Neuinterpretation des Streublumenteppichs habe ich Recherchen unternommen und bin auf spannende Sachen gestossen. Der Klatschmohn und seine Begleiter, die Kornblumen und die Kamillen, kommen aus dem Orient und wachsen auf dem Acker. Die Kornblume war bei den Bauern überhaupt nicht beliebt, weil ihre Stängel die Sägesse stumpf gemacht. Das Modewort Neophyt bedeutet neue Pflanzen und bezeichnet importierte Pflanzen seit der Entdeckung von Amerika. Der prominenteste Neophyt ist der Herdöpfel. Ohne Kolumbus gäbe es unser Nationalgericht Rösti also nicht. Die Sonnenblume im bäuerlichen Logo kommt aus Amerika. Das Granium auf den Fenstersims der denkmalgeschützten Häuser in der Altstadt zu Bern aus Südafrika. Hortensien, Gladiolen und Dahlien wären weitere Beispiele. So hat viel Vertrautes einen fernen Ursprung, ist durch Migration zu uns gekommen und ist heimisch geworden. In meiner Arbeit wird Vielfalt zelebriert. Der Teppich gewinnt so eine Ausstrahlung. Eine zarte Mohnblume, eine Anemone, ein Gerbera, ein Ranunkeli, Anthurium, Tulpen, Nägeli, Lysianthus, ein Kalanchoe, Fritillaria, Rosen, nochmal eine spezielle Anemone, ganz eine feine, Lilie, Ornithogallum, Tulpen, Narzissen, Mimosen, kleine Polyantha-Rosen, Osterglocken. Ich glaube, jetzt habe ich alles. In der heutigen global vernetzten Welt wird nicht nur Pflanzliches integriert, auch Schädlinge und Viren gehen auf Reisen. Mitten in den Vorbereitungen für den Teppich wird der Corona-Lockdown ausgerufen. Und damit der Museumsnacht 2020 der Stecker gezogen. Ein Schock, alles vorbei. Die wunderschönen Trockenblumen, der ganze Aufwand und all die Erfahrungen, die habe ich nicht einfach kübeln. Ich habe nach neuen Möglichkeiten gesucht, aber die ursprüngliche Idee die war am besten. Mit ein bisschen Glück habe ich den idealen Ort gefunden, für die Installation doch noch umzusetzen. Im Gegensatz zur Museumsnacht, wo das Zusammenarbeiten mit den Besuchern im Mittelpunkt gestanden, konnte ich mit diesem neuen Setting verschiedene Ansichten realisieren.